Willkommen zu einer ganz besonderen Episode, nämlich unserer Spezialfolge. 10.000 Abonnenten haben wir geschafft. Wahnsinn, ich bin so unglaublich stolz auf uns, aber auf Fabi ganz besonders, und wir sind vor allem richtig dankbar, denn ohne euch alle da draußen wäre das alles gar nicht möglich geworden, und es hat mit einem ganz kleinen Projekt für Familie und Freunde gestartet und jetzt gucken uns einfach 10.000 Menschen zu. Das ist gar nicht so greifbar. Es ist total verrückt und wir freuen uns wirklich riesig, und aus diesem Grund haben wir was ganz Besonderes geplant. Wir wollen nämlich ein kleines Dankeschön an einen Glücklichen verschenken. Was das ist und was ihr davor tun müsst, erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Also unbedingt dranbleiben. Und wir lassen uns jetzt den 10.000er Kuchen schmecken und teilen ihn in Gedanken mit jedem einzelnen von euch. Wir schicken euch alle ein Stückchen Kuchen und ein Stückchen Sonne rüber. Erster Arbeitsvorgang ist, wir flexen jetzt hier immer die Flatterräume weg, weil die stören hier uns auf jeden Fall. Und ja, da kommt dann ein Fenster hin und deswegen müssen sie jetzt erstmal weichen. Die weichen jetzt. Los geht's. Ja, ich hab die Assi-Rolle abbekommen. Aber ist auch besser so. Ja. Jetzt nur nicht zu viel flexen, nicht dass man durch die Wand einmal durchbrechen. Also mir persönlich macht das ja immer Angst, das Kerl. Ja, ein bisschen doof, wie gesagt, weil die Flex nicht ganz nach da hinten kommt. Mhm. Unten haben wir jetzt. Der ist schon mal locker, und jetzt hier oben hängt es noch. Da komme ich mit der Flex nicht so richtig ran. Jetzt muss man das irgendwie ein bisschen mit Kraft raushebeln, das gute Ding. Guck. Wahrscheinlich müssen wir hier erstmal Den Kleber lösen. Ah, da löst sich. Ja, löst sich aber nur unten. Unten ist gelöst. Ja. So, und jetzt. Das kannst du vielleicht abziehen. Ja. Oh! Das Gute ist, den Kleber können wir sogar einfach dran lassen, weil der wird eh ausgeschnitten fürs Fenster. Stimmt, da ist es total egal. Aber die restlichen müssen wir abmachen. Ja, das ging doch relativ leicht. Gut, noch 5 mehr. Wupp, wupp. Wir machen jetzt hier erstmal alles sauber, versuchen die Metallspäne wegzubekommen, und dann werden die blanken Stellen da noch behandelt, und wenn das getrocknet ist, dann versuchen wir die scharfkantigen Dinger dann noch ein bisschen zurechtzuklopfen, dass man sich da nicht wehtut nachher beim Armerflexen. Ja. Ich kümmere mich um die wichtigen Sachen. So, wir gucken uns schon mal vorsorglich die Fenster an, wie die so aussehen. Das Coole bei unseren Fenstern gegenüber den anderen Fenstern, ja, also die meisten zumindest, die haben dieses Teil nämlich nicht, hier den Zwischenrahmen. Das heißt, das hier ist das Vorderteil. Das verschraubt man mit diesem Zwischenrahmen. Oft wird das dann über so kleine Plastik-Haken gelöst oder sowas in die Richtung. Und auf diesen Zwischenrahmen kommt dann
dieser schöne Alurahmen. Ich muss sagen, die machen einen sehr guten Eindruck. Ich finde es auch echt gut. Sind mit diesen Schienen hier, also es ist kein Billo-Plastik oder so. Es macht einen sehr guten Eindruck. Ich kann hier mal drunter luken. Ist das von außen getönt? Also schön dunkel. Auch der Rahmen ist sehr, sehr schön. Dieses matte Schwarz. Und von innen hat man dann, hier sieht man das Helle. So. Also es ist auch stufenlos. Kannst es einstellen, ist ganz cool. Ist natürlich jetzt schwer, weil es keinen Halt hat. Und auch wirklich sehr, sehr weit offen. Also da kommt, glaube ich, ein guter Luftzug durch. Das ist jetzt das Badfenster. Und wir haben es vorhin auch schon gesagt, wir hatten das irgendwie noch kleiner in Erinnerung. Also wir waren total überrascht, dass das eigentlich auch ziemlich groß ist. Und zwar ja ein Badfenster wichtig, weil wir die Duschbrause gerne auch durchs Fenster rausmachen wollen, damit wir draußen duschen können. Und mega. Richtig cool. Liegt die Anleitung weg? Und was auch ein Vorteil ist von diesen Ausstellfenstern, man kann sie auch mal offen haben, wenn es regnet. Und ich habe auch schon gesagt, ich kann da sogar eine kleine, gibt so Wäscheleinen zum Vorspannen. Wie so eine Oma kann ich dann da meine Geschirrtücher trocknen. Geil. Ein neuer Tag, leider ein nicht ganz so schöner Tag. Wir schauen heute mal, dass wir ein Seitenfenster reinbekommen. Bereiten zumindest schon mal vor. Das Wetter sieht ein bisschen durchwachsen aus, was es für uns die Entscheidung ein bisschen schwer macht. Aber ich denke, wir machen es trotzdem. Ja, muss hier mal was passieren, ein bisschen Action. Ja. Mal die mutigen Aktionen kommen jetzt langsam mal zum Einsatz. Ein bisschen risky, aber die nächsten Tage ist immer so ein komisches Wetter vorhergesagt und wir kommen nicht weiter, wenn wir es jetzt nicht machen. Wir müssen jetzt erstmal hier das Fenster hier kapieren, weil eins steht fest, die Anleitung ist nicht die beste und in schwarz-weiß und es ist relativ schwer zu erkennen. Und so viele Ausbauer gibt es da noch nicht, die diese Belluna-Fenster verwendet haben. Deswegen müssen wir uns selber ein bisschen den Kopf machen, wie das genau funktioniert. Aber wir haben es jetzt, glaube ich, gecheckt. Das Ding ist nämlich ein bisschen anders als die anderen Fenster. Im Prinzip besser, weil er einen Zwischenrahmen hat. Ich habe es ja schon mal erwähnt, das ist dieser sogenannte Zwischenrahmen hier. Und der sorgt dafür, dass man ziemlich gut Kraft auf das ganze System ausüben kann. Nachteil ist, oder was heißt Nachteil, es wird halt einfach ein bisschen anders eingebaut. Du hast jetzt dadurch im Prinzip einmal diesen Rahmen hier, auf die der Zwischenrahmen draufgeschraubt wird. Und hier seht ihr dann die Fuge, ja, in der die Dichtmasse draufkommt. Also sprich euer Dekasil oder was auch immer, was ihr da verwenden wollt. Genau. Sprich, wir müssen einen Rahmen basteln, der hier außen aufliegt, damit der Zwischenrahmen hier noch voll die Führungskraft hat. Genau. Also wenn das jetzt die Außenhaut hier ist, liegt das ja so auf. Leite mich runter. Liegt das so auf. Sprich, das kommt jetzt raus aus der... Oh Gott, das ist so schwierig zu erklären. So, das sieht man so und jetzt kann man erst Kraft ausüben auf das System, indem man das so macht. Und dann kommt das Ding hier drauf und dient als, ja, damit noch ein bisschen mehr Kraft drauf kommt. Aber gut, dass man mal vorher drüber nachdenkt, bevor man es einfach reinbaut. Wie gesagt, die Anleitung war jetzt nicht wirklich selbsterklärend. Das ist ein Kritikpunkt, aber bisher sieht das Fenster an sich sehr solide aus, muss man sagen. Okay, jetzt basteln wir erstmal einen Rahmen zusammen und dann kommen wir hier ein bisschen vorwärts. Oh no. Anxiety creeps up on me. Was wir gelernt haben beim Ausbau, dass gutes Werkzeug und gutes Material echt sehr wichtig ist. Wir haben jetzt hier schöne Torx-Schrauben auf jeden Fall schon mal geholt. Und diese 90-Grad-Spanner, die sind bei so einem Rahmen auch echt Gold wert. My friends say, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home. Your name is written in the sky. Was da? Just like you're on your own. But baby, it's another lie. Remember you were made. I try to work, but it doesn't work. I try to say something, but there's no word. I try to just
So sieht das Fenster jetzt aus. Ist doch echt groß, ey. Passt doch schon nicht. Das ist doch hier schon viel zu hoch. Wieso? 50 darf das doch wohl sein. Ja, schief. Hier ist doch ein Sprung drin. Ist da kein... Naja, du wirst nicht gerade gezeichnet haben. Das Wichtige ist, dass die Punkte hier sitzen. Ja. Also, man zeichnet das ja nicht gerade. Wenn du hier so lang fährst, dann hast du immer ein bisschen Unsicherheiten drin. Na dann lassen wir nochmal die Punkte. Aber müssen wir die Abstände, ja. 60. Ja, das sind genau 6. Ja, dann passt es. Weil dann ist es parallel. Wenn die beiden Abstände passen, dann ist es parallel zu der Linie hier. So, es geht los. Ja. Wie ist der Puls? Schon nicht klein. Das ist ein großes Loch. Ja, verdammt, Na gut, komm. Gut, also wir haben jetzt vor allem geguckt, dass die ersten beiden Initiallöcher hier oben passen, weil dann wissen wir, dass es parallel ist, wenn wir das hier oben ausrichten. Und dann machen wir den Rahmen von außen, zeichnen es da nochmal auf und dann beten wir zu allen 7 Göttern, dass das Ding am Ende gut aussieht und wasserdicht ist. Naja. Genau, ich habe jetzt einmal vorgekörnt, weil sonst verrutsche ich hier. Okay. Okay. Die Seite wäre abgesichert. Du nimmst das Ducktape mit? Ja, ich nehme das Ducktape mit und gehe mal rüber auf die andere Seite. 2 Löcher im Magen, 3 Löcher. Das sieht aber falsch aus. Sieht richtig falsch aus. Los geht's, scheiße, ey. Ich habe echt ein bisschen Schiss. Oh. Ja, doch, also optisch finde ich passt es. Los. Ja, lass es machen. Einfach machen. Kleben jetzt den Rahmen fest und dann schrauben wir da alles zusammen und dann hält das hoffentlich. Neuer Tag, ihr seht, das Fenster hinter uns ist drin. Wir konnten leider nicht mehr alles filmen, weil es wurde ganz schön chaotisch. Es hat angefangen mit Regnen, dann ging die Kamera aus, Akku war leer und dann mussten wir schnell das Fenster einsetzen. Aber wir zeigen es gleich auch mal von innen. Ich gehe gleich mal rein und mach's auf. Aber jetzt kommt erstmal der Moment der Momente. Die Folie kommt ab. Darf ich? Wow. Ich mach mal auf. Seht, das Fenster ist drin. Es hatte ja auch noch mal ein bisschen geregnet und es ist dicht. Wir werden auf jeden Fall trotzdem noch mal mit weißem, ja, Dekasil hier noch mal drum gehen. Man konnte das Dekasil hier auf den Flächen, auf den schwarzen, konnte man das ganz gut abholen. Auf dem Lack ist es ein bisschen schwieriger. Jetzt müssen wir noch mal gucken, dass es noch ein bisschen schöner geht, aber es ist dicht, das ist das Allerwichtigste. Und es sieht echt schön aus. Gefällt mir richtig gut. Hat uns vorgestern echt ein bisschen geärgert, dass es dann angefangen hat mit Regnen, aber das Risiko ist aber eingegangen. Ging trotzdem, es ist jetzt drin, es ist dicht, das ist das Allerwichtigste. Wir machen heute gleich das nächste Fenster, nämlich das Duschfenster. Ja, Ja, jetzt, wenn wir schon im Zerstörungsmodus sind, ja. machen wir gleich weiter. Das einzige Problematische beim Duschfenster ist, dass wir natürlich ein bisschen gucken müssen, dass das natürlich an der richtigen Stelle ist, weil wir natürlich noch nicht hundertprozentig genau wissen, wo die Dusche hinkommt.
Ja, der Rahmen passt perfekt und mein neues Lieblingstool ist wirklich hier dieser 90-Grad-Winkel. Das ist so easy. Letzte Woche war Fabis neues Lieblingstool die Akkustichsäge. Mal gucken, ob es jetzt jede Woche einen neuen Lieblingstool-Tipp von Fabi gibt. Ja, natürlich brauchst du diese komische Zwinge jetzt nicht bei allen Sachen. Aber wir haben einige Fenster zu verbauen und wenn man da ein paar Rahmen macht, da lohnt sich das, glaube ich, schon, weil du bist einfach viel schneller und ist viel akkurater und verschwendest kein Holz am Ende. Und jetzt kommt das zweite Lieblingstool gleich wieder zum Einsatz. Gleich geht es schon wieder ans Aussägen. Wir haben uns noch ein neues Spielzeug gekauft. Wir haben uns richtig abgemüht mit diesen Kartuschenbremsen. Wenn man das Sikaflex oder ja, dieses ganze klebrige Zeugs rauspressen will, dann braucht man auf jeden Fall eine gescheite Kartuschenpresse. Wir haben jetzt eine neue geholt. Ich hoffe, die ist ein bisschen besser. Ist jetzt noch nicht in der Kategorie mit Akku, aber wie gesagt, wenn ihr viele Fenster macht, selbst bei einem lohnt sich eine gescheite Kartuschenpresse schon. Wir haben uns jetzt für die entschieden. Die hatte sehr gute Bewertungen und ich finde, die sieht auch gleich schon solide aus. Ja. Also ich weiß noch nicht, wie sieht zumindest solide aus. Wir probieren die nachher aus und ich hoffe, dass es diesmal wesentlich leichter geht. Probieren wir mal das neue Spielzeug aus. Wir haben jetzt hier mal wieder Sikaflex, was ist das, 552 glaube ich. Und einfach Montagekleber und wir kleben diesmal noch ein bisschen mehr Zeit, können den Rahmen ein bisschen besser ruhen lassen und trocknen lassen, dann wird das nicht so stressig. Ist gut, ja? Ja. Es lässt sich auch viel besser drücken, also es ist angenehmer in der Hand auch. Ja. Bevor wir hier weiter isolieren, werden wir jetzt vor allem die Seiten nochmal mit Sikaflex, ja, hier die Fugen unterstützen. Das soll vor allem klappern, also hier die Klebeverbindungen, die lösen sich nach einer Zeit. Und wenn man hier nochmal ein bisschen mit Sika, also Montagekleber, nochmal reingeht und das trocknen lässt, dann soll das sehr viel für die Akustik bringen. Das probieren wir jetzt mal aus. Jetzt hier die ganzen kleinen Flatterräume und alle Fugenstellen, die vorher mal geklebt waren, nochmal mit Kleber verstärkt. Mal gucken, ob es das bringt. Bin gespannt, ob sich es akustisch nochmal verbessert. Kann ich mir schon vorstellen. Jetzt lassen wir das Ganze erstmal trocknen. Das zweite Fenster ist noch nicht ganz drin und wir haben schon den nächsten Karton geholt. Nämlich unsere Dachluke, unseren Ventilator. Wir haben uns für den Max-Fan entschieden. Ich glaube, die meisten kennen das. Das ist so eine Dachluke, die hochfährt und die man auch im Regen benutzen kann und die ja, frische Luft ansaugt oder ja, verbrauchte Luft einfach rauszieht. Ganz schön groß. Sieht ganz schön groß aus, das Ding. Ja. Aber schick. Nicht kaputt machen. Nee. Wir gucken jetzt gerade mal, wie wir den einbauen. Wir wollen relativ weit hinten bauen. So haben wir eine riesen Fläche vor uns für Solar und alle anderen Sachen. Das einzige Doofe ist, wir haben natürlich nicht diesen Einbaurahmen. Also das ist jetzt der Rahmen, ja, der im Prinzip hier dann reingeführt wird und auf den kommt der Max-Fan drauf. Ihr seht hier die Sicken. Dafür gibt es natürlich auch noch einen Hilfsrahmen, den man sich bestellen kann. Haben wir natürlich nicht dran gedacht, aber wir haben dran gedacht, wir haben so Alu, was ist das für Bänder? So ein doppelseitiges Dichtband. Ja. Und anscheinend, wenn man da 3 bis 4 Lagen übereinander legt, dann gleicht das genau die Sicken aus. Genau. Das werden wir jetzt mal probieren. Wir müssen natürlich erstmal das Loch aussägen.
Das werden wir machen wie alle anderen Löcher auch. Erstmal ja von unten anzeichnen, wie wir es haben wollen. Ein paar kleine Löcher rein und dann von oben den Rest. Vorher natürlich wie immer alles mit Plan abdecken, damit die ganze Späne nicht irgendwo reinfliegt. Ja, das werden wir jetzt machen. Und dann werden wir versuchen, die Sicken auszugleichen und dann ordentlich Decasyl drauf zu hauen, damit das auch alles hält. Das kannst du nicht vergleichen. 10-mal besser, oder? Unterschied für Tag und Nacht. Du kannst es viel besser dosieren. Hammer. Richtig schön. Weiter geht's mit dem Maxfan. Wir haben jetzt schon ja, den Holzrahmen gebastelt. Der wird ziemlich schmal. Und Ja. deswegen bohren wir jetzt schon die Löcher hier auf diese, ja, auf dieses obere Teil, Führungsteil, den Rahmen schon mal vor, damit wir nachher hoffentlich genau den Holzrahmen treffen und damit es ein bisschen leichter geht. Man nennt es, glaube ich, Flansch, wie bei der Heizung. Stimmt, es ist der Flansch, richtig. Und wir mussten halt gucken, weil hier oben, ihr seht, es ist relativ eng alles. Und deswegen müssen wir den Rahmen ja hochkant machen, damit wir, ja, einfach, damit der Rahmen da noch reinpasst. Aber das passt auch für uns, wenn wir nämlich unsere 24 mm Latten hochkant nehmen, dann sind die nachher genau auf einer Höhe mit der Holzkonstruktion von der Decke. Also das wird ideal passen. Also wie Arsch auf Eimer am Ende. Wie Arsch auf einmal. Die Löcher sind jetzt ein bisschen anders als die Vorbohrungen, eben weil der Rahmen kleiner ist. Gecustomized. Also ihr seht, das ist schon nicht allzu viel Spiel für nachher die Verschraubung. So, wir kommen von Pablos Dach. Ja, noch ein Loch mit der Schablone und dann haben wir den Maxfan noch gleich drin. Noch ist drinne. Also, ist auch hier die kleine Kante, die mache ich jetzt noch weg und dann kommt der Maxfan rein. Wir kleben jetzt hier noch mit dem Butylband die Sicken dicht. Oh, 3 bis 4 Lagen oder sowas. Hier müssen wir mal gucken, hier müssen wir auch noch ein bisschen was hinkleben, weil hier ist die Sicken so abschüssig, dass das alles dicht ist. Aber das wird schon, das kriegen wir hin. Also dieses Butylband ist echt der Shit, das ist richtig geil. Damit kann man das mega easy und schnell machen. Wir hatten es bei jemandem anders bei Instagram gesehen und die haben es bei den Filmpeople gesehen. Also vielen Dank an die Filmpeople und die anderen. So, das Quatschding ist drin. Es war doch schwieriger als gedacht, weil ja, die Schrauben dann mit den Unterkonstruktionen irgendwie richtig zu treffen, war nicht so leicht. Aber ich glaube, es ist dicht. Wir testen es später auf jeden Fall. Eine turbulente Woche geht rum. Ihr seht es im Hintergrund, wir waren noch fleißig und haben noch ein Fenster eingesetzt. Tada! Jetzt kommen wir aber mal zum wichtigen Punkt. Wir haben euch ja versprochen, dass wir noch was verlosen wollen. Ja, und zwar möchten wir einfach mal bei euch Danke sagen für die Unterstützung, die vielen Kommentare, die Abos, die ganzen Likes und eure vielen hilfreichen Tipps. Also vielen, vielen Dank und wir haben uns noch was Cooles überlegt. Yes. Und zwar möchten wir einem oder einer von euch gerne einen Fennec Holzkohlegrill schenken, der sich perfekt zum Campen eignet, ja im Van oder einfach wenn man ein Picknick macht, dann kann man den dabei haben. Und damit möchten wir einfach ein kleines Dankeschön rausgeben. Ja, gesponsert bei uns. Das ist 100% von uns, kommt mit Liebe und werden wir direkt an einen oder eine Glückliche versenden. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar da lassen, da reicht auch ein Smiley oder ein Emoji. Und dann suchen wir aus all den Kommentaren und den Abonnenten einen Glücklichen aus oder eine Glückliche, die dann von uns einen coolen neuen mobilen Grill zugeschickt bekommt. Das Ganze gilt natürlich auch für die, die schon ein Abo dagelassen haben. Wenn nicht, dann einfach kostenlos abonnieren und wir machen das bis zum 4.5.24 Uhr, also Mittwoch, der 4. Mai,
Bis 24 Uhr könnt ihr teilnehmen. Und ich denke, wir werden dann ja im Laufe der Woche, also Donnerstag, Freitag, einen Gewinner, eine Gewinnerin auslosen und uns dann bei der Person melden. Ganz genau. Also einfach mitmachen und die ganzen Teilnahmebedingungen, die werden wir euch unten nochmal beschreiben. Das war's von uns. Wir sehen uns nächste Woche. Bleibt uns treu. Macht's gut alle zusammen. Tschüss! You had me at a la 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 la.